Kleber auf die erste Butterbrottüte geben und eine zweite draufkleben. Dann wieder Kleber, und zwar einmal einen Streifen in der Mitte und einmal einen Streifen am unteren Rand. So die nächste Butterbrottüte draufkleben. Genauso weiterfahren, also wieder Kleber, Butterbrottüte, Kleber und so weiter, bis wir 7 Butterbrottüten zusammengeklebt haben. Oben die Mitte markieren, ebenso eine Markierung unten auf beiden Seiten. Diese verbinden und von beiden Seiten und den Linien entlang den Stern ausschneiden. Nun können wir die Tüten auffalten und erhalten bereits den Stern. Das war wirklich einfach und schnell, oder? In diesem Video verrate ich dir weitere Tipps und Tricks, wie du verschiedene Sterne aus diesen Butterbrottüten basteln kannst, wie du sie aufhängen und zum Leuchten bringen kannst. Und damit willkommen bei der Lifehackerin. Bei unserem Stern könnten wir Kleber auf die eine Außenseite geben, dann auffalten und so zusammenkleben. Das ist sinnvoll, wenn du den Stern aufhängen möchtest, ihn aber danach nicht mehr nochmals zusammenfalten möchtest, um ihn zum Beispiel aufzubewahren. Wenn du ihn wie ich nächstes Jahr wiederverwenden möchtest, du ihn ja wahrscheinlich zusammenfalten können, um ihn platzsparend verstauen zu können, und dann dürfen wir ihn nicht zusammenkleben. Ich löse das so, dass ich in die Spitze der beiden Enden ein Loch mache. Und da den Stern einerseits zusammenbinde und gleichzeitig kann ich ihn so direkt aufhängen. Wenn dich in der Mitte das Loch stört, kannst du eine Büroklammer zur Hilfe nehmen und damit das Loch schließen. Nach Weihnachten kannst du die Büroklammer entfernen, den Faden wegschneiden und den Stern mit deiner restlichen Weihnachtsdeko bis zum nächsten Jahr verstauen. Wenn du unserem Kanal schon lange folgst, sehr lange, dann weißt du, dass wir vor 9 Jahren bereits ein Video zu den Sternen gemacht haben, und die Sterne, die gibt es immer noch. Das ist einer davon. Sie sind also lange haltbar. Und in den 9 Jahren haben wir unsere Technik noch weiter optimiert. So weiß ich inzwischen, dass es eine noch einfachere Variante gibt. Der Anfang ist immer gleich. Wir kleben Butterbrottüten aufeinander, mit der Öffnung nach oben. Und den Kleber tragen wir immer in der Mitte und unten auf. Ich verwende meistens 7 Tüten, mindestens 6 sollten es sein. Nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt, außer dass du mehr als 8-9 Stück nicht schaffst, auf einmal zu schneiden. Ich habe hier wieder 7 Stück zusammengeklebt. Zuvor hatten wir eine Mittelspitze eingezeichnet, noch einfacher ist eine seitliche Spitze, also einfach mit dem Lineal eine Linie quer einzeichnen. Damit müssen wir auch nur einen Schnitt machen. Das sieht so ausgeschnitten nicht spektakulär aus, aber schau mal, wie das ausschaut, wenn wir es öffnen. Ist das nicht klasse? Wir haben fast schon einen Doppelstern, einen größeren äußeren und einen kleineren inneren. Ich mag diese schlichten Varianten sehr. Du kannst aber natürlich auch kunstvollere Sterne ausschneiden, fast schon scherenschnittartig. Ich falte dazu eine Tüte in der Länge und zeichne nun eine Seite ein. Ich beginne meistens in der Mittelspitze. Mache zum Beispiel einen Schlenker und komme dann aber ganz nach außen. Das ist wichtig, damit der Stern zusammenhält. Und jetzt kann ich hier unten aber zum Beispiel nochmals eine Aussparung einzeichnen. Nun schneide ich wiederum den eingezeichneten Linien nach. Wenn ich es anschließend aufklappe, habe ich eine symmetrische Spitze. Hier habe ich bereits 6 Tüten aufeinander geklebt und klebe nun noch die ausgeschnittene Tüte zuoberst drauf. Dann nur noch der Form nachschneiden.
Bei diesen kunstvollen Formen ist es auch jedes Mal eine kleine Überraschung, wie der Stern am Schluss aufgeklappt aussieht. Sieht auch toll aus, oder? Also du kannst deiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen und beliebige Formen schneiden. Ich würde dir raten, immer einfach zu beginnen mit der Grundform und dann bei den nächsten Sternen komplexer oder filigraner werden, wenn du überhaupt möchtest. Denn wie gesagt, mir gefallen die schlichten Varianten sehr, vor allem wenn wir sie noch zum Leuchten bringen. Dazu klappen wir unseren fertig zusammengefalteten Stern etwas nach oben und schneiden hier in der Mitte ein kleines Dreieck aus. Wenn wir es wieder aufklappen, haben wir dieses Viereck und das ist locker groß genug, dass wir da eine Lichterkette durchstecken können. Nun den Stern auffalten. Wir können den Stern zusammenbinden, die Lichterkette etwas verteilen, so dass in jeder Tüte ein oder mehrere LED-Lichter sind. Und dann können wir den Stern zum Leuchten bringen und aufhängen. So, und nun bist du dran. Schreib uns in die Kommentare, welcher der Sterne dir am besten gefällt und dann viel Spaß beim Basteln. Auf unserem Kanal findest du weitere einfache und schnelle Ideen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.